Die Reisehelfer ist übelst gut weggekommen. Hier auch. Der Björn ist gut ausgegangen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Suddenly came in there. The race crew took home third spot, but they were too much. Well, if it isn't Mr. Talks Too Much. Hallo liebe Simracing- und Rennsport-Fans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Saisoneröffnung der Sunday Grand Prix Series. Und was soll ich sagen? Beim ersten Rennen steht uns heute gleich ein Knaller ins Haus. Wir sind auf der Nordschleife zu Gast und dementsprechend viele Leute haben sich heute angemeldet. Wir haben heute über 70 Fahrer, die sich auf insgesamt 3 Splits verteilen. Björn und Tommy heute beide am Start und beide im zweiten Split. Und da schauen wir mal, was die heute so bringen. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. So, dann lass uns mal hier reinschauen in die Entries. Wir haben den... Okay. Danilo A. San Filippo kenne ich nicht. Ja, nee, sorry, kenne ich nicht. Daniel Gales kenne ich nicht. Jason Klepper. Knüppelharter zweiter Split. Jason Klepper, Ian Haycox, Barry West, Sergio Hofmann, Alice Spice, José Perez Munoz, Samuel Reimann, Chris Roberts, Der höchste Corey hier hat Anderson, 5477er Rating. Shady, Slim Shady, Cam Porter, Jan Stefan, Björn Ackermann. Hallo, Herr Ackermann, ich grüße Sie. Scheinbar funktioniert heute mal wieder Björns Mikrofon leider nicht. Der ist bestimmt rauchen. Oder ich drücke hier falsche Taste. Auf jeden Fall haben wir heute qualifikationsbedingt ein ziemlich starkes Feld am Start stehen. Es gibt ja hier aufgrund der Länge der Strecke keine direkte Qualifikation, sondern eine Präqualifikation. So, wen haben wir denn? Die Wolfram Fund. Ja, also ich glaube die ganzen... Ja, das ist das hier. Ja, das ist alles Division. Und mit unseren historischen Formel-1-Fahrzeugen fahren wir heute auch nur den historischen Teil der Nordschleife, also Nordschleife Industriefahrten. Aber nee. Es gibt Cam Porter, das sind da glaube ich die ganzen... Unsere Nordschleife übt wie immer eine unheimliche Anziehungskraft auf alle Rennfahrer aus. Ja, also ich kann hier die Gernot Fritsche und sowas nicht entdecken, die eigentlich hier immer die Championship fahren. Ja. Und heute haben wir auch einen Gaststarter am Start stehen, der direkt in der Nähe des Nürburgrings wohnt. Jan Stefan. Von hier aus mal ganz herzliche Grüße. Oh, der Björn hat schon gleich hier in die Eifel. Auto verschrottet beim Rausfahren. Björn hier beim Rausfahren gleich erstmal das Auto verschrottet. Hoffentlich passiert das dann nicht im Rennen. Wie gesagt, wir haben heute ein sehr, sehr starkes Feld im Grid stehen. Die Stärke des Feldes beträgt über 2600. Und die Fahrer, die eine Vorqualifikation gefahren sind, die stehen auch vorn. Björn und Tom haben das leider nicht getan. Beziehungsweise Tom hat seine Vorqualifikation versemmelt. Neuen Design, im Weapon-Design von, als der Bernie Ecclestone das Team noch besessen hat. Okay. Und Keith startet heute von 11. Ich denke mal ohne Vorquali, ganz anders hier Wolfram Fund. Der startet heute ungewöhnlich weit vorn von P2. Aber schön, dass man Wolfram hier hat, sein I-Rating ist auch ganz gut nach oben gegangen. Ich denke mal, Wolfram wird eine Vorqualifikation gefahren sein und dementsprechend auch eine gezeitete Runde hingelegt haben. Cam Porter haben wir heute auch am Start. Startet von Startplatz 12. Ja, von wegen der Björn. Ich mache jetzt mal 12 Wochen Pause. Ne? Kaum ist das erste Rennen auf der Nordschleife, ist er direkt wieder am Start hier. Ich habe ihm ja auch seine Prämie geschickt. Und ich denke mal, da wird er ein schlechtes Gewissen haben. Nordschleife ist eine Art Pflichtprogramm für Björn, deshalb ist er heute am Start. Er hat ja letzte Saison 3 Titel geholt und ist doch einfach geil gewesen. Shady, letzte Saison bis zum letzten Rennen. Shady auch hier im neuen Design. Vorne mitgekämpft, fährt diese Saison im Ferrari Classic Team und hat deswegen das Ferrari Branding auf dem Auto. Vor dir Jan Stefan.
Was denn jetzt, Jan oder Stefan? Ah! Uiuiui. Ja, vorbeikommen ist dann immer noch mal eine andere. Wie gesagt, Jan wohnt direkt in der Nähe des Nürburgrings, deswegen ist das heute für ihn wohl mehr als ein Heim-Grand Prix. Samuel Reimann haben wir hier heute mit dabei. Ja. Barry West, oha, Barry West, 3400er Rating. Barry geht heute hier von Startplatz 3 ins Rennen. Ein tolles Feld heute hier. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich sagen, ach, ich guck mal in die Lotus 49 Serie rein, da gibt es so coole Videos. Ja. Auf Pole Position heute Chris Roberts aus Kalifornien. Gerade hier Nordschleife auch. 30 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wo ich starte da, ey. 20. Chris Roberts auf Pole vor Wolfram Pfund und Barry West. Der Wolfram auf P2, Wahnsinn. Björn und Tom starten beide von ganz hinten und der ein oder andere Fahrer wird auch aus der Box starten. Will ich denn? Ah, ich bin hinten. Und die Ampel müsste jeden Augenblick erscheinen. Oh, ist 23. Ja, Björn ist 24. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joe! Wo sind die anderen da? Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. So wie es aussieht, kommen hier alle vernünftig weg. Wie gesagt, ein paar starten aus der Box, unter anderem Alice Spice. Björn und Tom auch relativ vernünftig aus den Startlöchern gekommen. Es gab ja ein paar Lücken in der Startaufstellung vor den Jungs. Keith Hörner hier vorne hat schon Platz gut gemacht und Ivan Jojo überholt. Liegt jetzt auf P10. Vor ihm Shady Amat und dahinter Cam Porter in lauer Stellung. Sehr, sehr sauberer Start, muss man sagen. Hier von Nordschleife, da sind wir schon ganz andere Dinge gewohnt. Björn gerät jetzt ein bisschen unter Druck von Sergio Hoffmann hinter ihm. Er versucht hier gleich in der Startphase ein paar Plätze gut zu machen. Da greift Sergio auch an und versucht sich da auch direkt gleich vorbeizudrücken. Während hier Chris Roberts schon die Säge gesetzt hat. Fast 2 Sekunden Abstand auf Wolfram Pfund. Oh, der Björn am Struggeln. Und direkt vom Tommy gibt es jetzt auch erste Positionskämpfe. Corey Ensing und Bjarne Zorek. Während Björn jetzt sich hier hinter Sergio Hoffmann und Jose Munoz einreiht. Bisher noch keine Zwischenfälle, toi toi toi. Da geht Sergio ein bisschen weit, räubert hier übers Gras und muss vom Gas. Björn wieder vorbei. Flugplatz und Björn hat jetzt erstmal ein kleines bisschen Luft nach hinten. Sergio Hoffmann muss sich jetzt erstmal hier ich hab Angst, mit Alice Spice auseinandersetzen. Hier vorne alles beim Alten. Chris Roberts vor Wolfram Pfund und Barry West auf P3. Dahinter dann auf 4 David Acevedo und auf 5 haben wir einen Haycox. Alles bekannte Namen in der Szene, außer Chris Roberts. Zumindest sagt er mir jetzt nicht viel. Und auf P6 haben wir dann Jan Stefan hier im weißen Lotus. Dahinter dann Juan Rodriguez. Achtung, Keith Hörner ist da abgeflogen. Oben Schikane. Oh, und da macht Keith Hörner einen Abstecher durchs Grün und das gesamte Feld geht an ihm vorbei. Adenauer Forst und Tommy und der Rest haben schon einige Plätze gut gemacht. Hier lag der nächste. Uiuiui. Wilde Szene gerade, das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Ja, links war jemand, da konnte ich nicht mehr hin. Das war haarscharf. Wild. Aber zum Glück alles gut, Tommy, alles gut. Juan E. Rodriguez hier. Interessant. Boah. Das müsste, was ist das, Adenauer Forst oder was ist das hier? Ausgang? Ja. Kackstift draußen auf jeden Fall. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich nach links fahren kann. Zum Glück kann auch Juan weiterfahren. Wolfram hat sich jetzt ein kleines bisschen von Barry abgesetzt. Oh, und da hat es der Wolfgang übertrieben. Oh, jetzt ist Wolfram da eingeschlagen. Achtung, Wolfram liegt da unten. Steht hier so unglücklich verkehrt rum zur Fahrbahn, dass er erstmal warten muss. Das ganze Feld geht hier an ihm vorbei. Feld von P2 nach ganz hinten zurück. Auch wie ärgerlich. Damit müssten Tom und Björn schon bald in den Top 15 angekommen sein. Oh nein, Björn! Ach nein, hier kracht es schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Und unser Björn dabei. Scheiße, Idiot da hinter mir. Aber wir schauen uns jetzt erstmal schnell noch Wolframs Unfall an. Oh, der Wolfram hier immer noch. Oh nein. Ei. Also wir haben hier erste Runde Wolfram Pfund, der ist relativ weit vorne gefahren, der hat offensichtlich eine richtig gute Quali gehabt und ja, erste Runde voll verkackt. Ah, da schreibt er schon. Damit ist Björn wieder weit zurückgefallen auf P19. Hoffen wir, dass das Auto nicht so stark beschädigt ist. Heckflügel scheint auf jeden Fall beschädigt zu sein. Ätzend. Heckflügel auf jeden Fall, der wird wohl an die Box passen. Wir schauen uns den Zwischenfall jetzt gleich nochmal an. Ja, der ist da.
Ah, schwer zu sagen, Björn, was willst du machen? Nein, kalte Reifen, du stichst da nicht rein. Das ist keine Stelle mit kalten Reifen zu überholen. Never ever, da, nein, keiner. Alle haben gebremst, alle haben sich hintereinander eingereiht und er sticht rein. Ach, da vorne liegt ja noch einer. Wen haben wir hier? José Perez Munoz. Ah, der ist da aufs Körper. Ach du Scheiße. Wer ist da noch? Da ist noch der Sergio Hoffmann. Ach, das war der Typ da, ne? Mit der 7 hier. Und hier mal ein Blickstück weiter nach vorne. Shady liegt ja auf P7, vor ihm Samuel Reimann. Und Jan Stefan liegt sogar in den Top 5. Cam Porter ist schon auf P8 nach vorgefahren, hat hier schon 4 Plätze gut gemacht. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen müssen. Ja, zum nächsten Incident. Wer ist es? Daniel Galis haben wir. Der steht hier. Wehrseifen. Ja, ein bisschen auf die Curbs gekommen. Rating, ne? Ja, das heißt hier nichts. Das stimmt. Ja, Jan steht gemerkt, mitten. gab 3 Splits heute, ne? Oh, das war knapp. Nochmal Glück gehabt hier. Und radiert sich noch die Reifen heiß. Okay. Does that make you horny? Sergio Hoffmann jetzt direkt hinterm Tommy, die Plätze 14 und 15. Davor zu Danilo Sanfilippo schon 1,6 Sekunden Abstand. Und da vorne qualmt, da liegt schon wieder einer, der nächste Unfall. So, nächster Incident. Der Corey Ensing hier. Das müsste Ausgang Brünnchen sein hier, wenn ich das richtig sehe. Oh. Ja. Und dann ist hier das Kies. sitzen ja immer die härtesten Hardcore-Feierer. Immer ein Blick nach ganz vorn. Chris Roberts, unser Leader, 2 Sekunden vor Barry West. Und auf P3 haben wir dann David Acevedo. P4 Ian Haycox und auf P5 Jan Stefan. Hinterm Jan dann auf P6 Samuel Reimann. Und hinterm Samuel dann Shady Amat, der Cam Porter im Schlepptau hat. Ein super Auftakt für unseren Jan hier bei seinem Heim Grand Prix. Drücken wir ihm mal alle Daumen. Und alle Zuschauer, die sich fragen, was der da wohl auf seinem Auto stehen hat. Siehst du die Burg nicht? Ist schlechtes Wetter. Der ist schneller als ich lass den ziehen. Siehst du die Burg? Kommt schlechtes Wetter. Ein typischer Nordschleifenspruch. Tommy inzwischen auf P12 angekommen. Erste Runde überstanden. Was macht der Björn? Er schleppt sich an die Box. Björn wird an die Box zurückfahren, um das Auto zu reparieren. Ganz hinten zusammen mit Jason Klapper und Wolfram Grund. Ein verkorkster Start in die neue Saison, obwohl es ja nur ein Gaststart von Björn ist. Weiter hinten im Feld gab es noch einen heftigen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Der hat mehr Flügel als ich. Ivan Jojo. Und der dreht sich und hier, der kommt da. Ivan Jojo ist ins Ziel gekommen. Oh, das hat wehgetan. Der vorne denkt sich, ach Gott sei Dank, ich bin nirgendwo eingescheppert, keiner ist gegen mich gefahren. Und dann hat er so ein Pech. Scheiße. Tom hat auf der Dettinger Höhe den Sergio wieder überholt. Vor ihm, ja nee, hatte auch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Juanara Gomez hier zusammen mit Jerne Sorek. Da nebeneinander fahren ist irgendwie scheiße da, ne? Was sind wir hier? Ende Dottinger Höhe. Ja. Hat dem schönen Kick gegeben. Ja. Und Sergio ist jetzt direkt wieder am Tommy vorbeigegangen. Hinterm Tommy Alice Spice. 12. Platz. Nicht schlecht bisher. Super. Ja, ich hab den da vorbeigelassen da. Björn steht Das ist mir zu gefährlich. Oh, unser Björn wird verständlicherweise kochen. Zum Glück ist sein Mikrofon aus. Hier hatten wir eben mal Wolfram im Bild. Inzwischen auf P19 zurückgefallen. Da ist der nächsten hinter mir da, den Alice Spice. Hier vorne alles wie gehabt. Chris Roberts über 2 Sekunden vor Barry West. Dann auf 3 David Acevedo. Auf 4 Ian Haycox. Und auf 5 haben wir weiterhin unseren Jan Stefan. Oh, der Björn. Whoever it was, you fucking lap one hero. Hinterm Jan haben wir Shady Amat, der jetzt gerade von Cam Porter angegriffen wird. Und als letzten in der Gruppe Samuel Reimann. Danach dann eine Lücke von über 5 Sekunden. Cam drängelt jetzt hier, will unbedingt nach vorn. Der hat eine super Pace heute. Diese historischen Formel-1-Fahrzeuge hier auf der Nordschleife, das ist einfach nur ein Fest für die Augen. Wie die Autos hier die Fuchsröhre durchhämmern. Da geht es hier Adenauer Forst hoch in die Schikane. Das ganze Topfeld vorne noch dicht beisammen, außer Chris Roberts, der jetzt schon einen erheblichen Vorsprung hat. Ein ziemlich turbulenter Auftakt hier in die neue Saison, der direkt mit einem riesen Knaller hier startet heute. Und nachdem es in der ersten Runde ziemlich ruppig zuging und es ein paar Un- und Ausfälle gab, ist es jetzt erstmal ein ganzes Stück ruhiger geworden. Samuel Reimann hier auch einer der Fahrer, die mit Björn und Tommy letzte Saison bis zum letzten Rennen, besser gesagt bis zum Zielstrich, um eine Top-Platzierung in der Meisterschaft gekämpft haben. Guckt sich das heute hier von hinten in Ruhe an und wartet darauf, dass die Gegner vor ihm Fehler machen.
nach hinten zu Platz 9. Juanra schon mehr als genug Abstand, über 4 Sekunden. Jetzt muss Jan nach vorne ein bisschen abreißen lassen. Zum einen schon 1,5 Sekunden. Hier mal die Gruppe um Tommy, Sergio Hoffmann und Jane Zorek. Der Sergio, der drängelt hier wie verrückt. Mehr Seifen. Die Gruppe hier, also die fahren sich gleich die Kiste vor hier. Platz 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Jo, sehe ich genauso. Platz 15, Keith Hörner, ist da noch in Sichtweite der Jungs hier. Für den Tommy läuft es relativ super heute, während es für Björn ein Rennen zum Vergessen ist auf P22 wieder aus der Box gekommen. Bergwerk und Sergio greift jetzt hier Jane Zorek an, muss sich da aber noch mal hinten anstellen. Und hier haben wir Björn mal im Bild, nach Reparaturstopp wieder rausgefahren und fast 45 Sekunden Rückstand. Jetzt ist hier Shady, oi, aber böse weit gegangen, kann das Auto aber noch mal abfangen. Wollte hier an Jan Stefan vorbeigehen und hat aber direkten Platz noch an Cam Porter verloren. Da hat Shady in der Mutkurve wirklich allen Mut zusammengenommen. Ist leider nicht belohnt worden und hatte noch wahnsinniges Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Cam Porter heute hier eine wahnsinnig hohe Pace drauf, setzt hier unter Jan Stefan gehörig unter Druck, ist von P12 losgefahren, hat schon seinen Startplatz halbiert, hier ein tolles Rennen. Shady bekommt jetzt Besuch von hinten vom Samuel Reimann, hat nach seinem Ausritt ein bisschen den Anschluss nach vorne verloren, sind schon 1 Sekunde Abstand zum Cam nach vorne. Bin mal gespannt, ob er diese Saison auch wieder vorne im Kampf um den Titel eingreifen kann. Tommy hier wird gejagt von Alice Spice, einer, der eigentlich in der Pro-Wertung mitfährt. Schalten ist schwer. Nach vorn zum Sergio reißt langsam ab, sind auch schon 0,8, 0,9 Sekunden. Alles in allem muss man trotzdem sagen, machen die Jungs das hier hervorragend. Die Autos haben ja absolut keine Fahrhilfen und viel zu viel PS für viel zu wenig Abtrieb. Björn war heute ausgenommen, der wieder mal Pech hatte. Aber das sind wirklich schwer zu fahrende Fahrzeuge und die sind auf jeder normalen Strecke schon schwer zu kontrollieren. Und Nordschleife ist ja die Krönung für jeden Rennfahrer. Ist aber auch vom Schwierigkeitsgrad her mit keiner anderen Rennstrecke zu vergleichen. Und jeder kleine Fehler wird hier fast immer mit dem sofortigen Aus bestraft. Der kommt nicht vorbei da, der Sergio an dem Zorek da vorne. Der macht aber auch alle Wege dicht da, wie es aussieht. Ja, nee, macht das hier aber auch wirklich geschickt. Falscher Gang. Ich hoffe mal, Sergio packt hier nicht schon wieder die Brechstange aus und räumt hier den Jane aus dem Weg, wenn er den Geduldsfaden verliert. Well of S und während hier Sergio den Jane unter Druck setzt, hat der Tommy ein kleines bisschen Abstand zum LS rausfahren können. Ein starkes Rennen vom Tommy heute hier zum Saisonauftakt. Ja. Achtung. Oh nein. Kommst du weg? Oh, da geht Jane Zorek fliegen und schlägt da auch rückwärts ein. Da müssen wir gleich mal im Replay gucken, was da passiert ist. Das war klar. Ich glaube, das war Eigenverschulden. Dadurch Tommy natürlich einen Platz gewonnen, liegt jetzt hier auf P11, aber Alice Spice drückt da gewaltig von hinten und auch Juan Rodriguez ist da ganz dicht dran. Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein bisschen gut mache auf den Alice. Oh, ich wollte sogar was trinken. Scheint ja aber, dass der Alice nicht gerade das beste Setup gewählt hat. Jetzt hat er aber mit Juan da einen Part. Scheiße, kommt dran. Und beide werden wahrscheinlich jetzt am Tommy vorbeigehen. Da sind sie auch schon ausgeschert. Da ist auch gleich noch einer hinten dran. Und gehen jetzt hier gemeinsam am Tommy vorbei. Da hinten kommt auch Keith Hörner noch angefahren. Da gehen beide auch vorbei. Sauberes Überholmanöver. Jetzt hier Hohenrhein-Schikane. Hat der Tommy aber keine Chance. Arschlöcher. Chris Roberts hier geht jetzt in die 3. Runde. Mega Rennen bis hierher. Oh, Barry West fällt hier. Der ist hier. Und Barry West dahinter ist jetzt hier ins Straucheln gekommen, hat auf der Döttinger ungesehen von uns seinen 2. Platz verloren und ist hier hinter Cam Porter auf P6 zurückgefallen. Jan Stefan inzwischen auf P4, ein Haycox P3 und David Acevedo liegt auf P2. 13. Cam Porter hier unaufhaltsam auf dem Weg nach vorn. Die ist da einer hinter mir. Wäre jetzt bis auf P6 zurückgefallen. Was macht der Björn? Fährt der? Der fährt hinterher, ja. E22. Und wir schauen uns jetzt nochmal in Ruhe den Unfall von vorhin vom Jane Zorek an. Aber wenn er ins Ziel kommt, gibt es wenigstens Punkte. Jane Zorek hier nochmal, das ist glaube ich kurz vor Schwalbenschwanz. Ja, das ist mir auch passiert im Training. Du kommst hier einfach auf den Curb und dann rechten Rad und dann, wenn das dann irgendwie Grip kriegt, dann haut es dich dann weg. Alice Spice hier, ein Profi, der heute hier im Feld mitfährt, ist ohne Quali aus der Box in das Rennen gestartet und liegt schon auf dem respektablen 11. Platz. Und jetzt Cam Porter weiter auf dem Weg nach vorn, hat jetzt hier unseren Jan Stefan überholt. Tolles Überholmanöver. Schwedenkreuz, damit ist Jan jetzt wieder auf dem 5. Platz zurückgefallen. Barry West direkt hinten dran.
Die Top 3 ganz vorne sind schon ein bisschen weg. Ein Haycox 2 Sekunden Abstand zu Cam Porter. Hinterm Cam hier Jan Stefan bekommt jetzt hier richtig Druck vom Barry. Wir sind hier in der dritten von 6 Runden und bisher haben nur 2 Fahrer wirklich die Segel streichen müssen. Eine sehr schöne Bilanz, das hätte ich mir vorher schlimmer vorgestellt. Aber durch die hohe Anzahl an Teilnehmern heute gibt es ja bekanntlich 3 Splits und die Jungs mit dem niedrigsten Rating fahren heute im 3. Split. Hier mal ein Blick nach ganz vorn. Ein Haycox auf P3 macht hier Druck auf David Acevedo. Die beiden haben aber schon über 2,5 Sekunden Abstand nach vorn zu Chris Roberts. Ein ganz starkes Rennen von den Jungs hier vorn. Hier haben wir Chris Roberts mal im Bild. Allerdings kommt von hinten Cam Porter mit riesen Schritten an, liegt schon auf P4. Wohlgemerkt, ihr wisst, er ist von P12 gestartet heute. Wo willst du hier überholen? Kannst du was mal verraten? Tommy hängt hier ein bisschen hinter Juan Rodriguez fest. Von hinten kommt Keith Hörner in dem hochkarätigen Feld hier in den Top 15. Das ist schon mal super. Hinter dir jetzt Keith Hörner. Ja. Hier vorne auf P7, Shady Amat kann langsam die Lücke zum Barry nach vorn zufahren, während Samuel langsam abreißen lassen muss. Und vorm Tommy, die Jungs hier geben sich kräftig. Aber echt ein Logenplatz hier, Mit den Kollegas da vorne. Ja. Ich weiß nicht, ob die Nerven behalten da und das Skill haben, da so nah zusammenzufahren, aber was gleich kracht jetzt hier. Achtung. Und kaum hat der Tommy angesprochen, scherbelt's hier gewaltig. Oha. Vorsicht, hoffentlich kommt Tommy da heile durch. Super. Kisana. Thank you, Keith, for braking. Keith Hörner, ein ganz fairer Sportsmann, ist da vom Gas gegangen, statt die Situation auszunutzen. Oh ja, das war, hör mal, das war auch was hier. Also diese 4 Leute. Ja, da vorne, das war aber mit Ansage. Das ist wieder die Nummer 7. Hat sich da nicht viele Freunde gemacht. Ja, aber der ist, bei dem nee, da ist dahinter, ja. Ausgehebelt und weg geht's. Und die krachen da voll zusammen. Gibt auch Idioten, die dann einfach draufhalten und hoffen, dass es gut geht, weißt du? Ja. Naja, Sergei hat da ein bisschen die Linie gekreuzt. Ist natürlich jetzt ein riesen Abstand nach vorne. Wir hatten allerdings noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. So, wen haben wir hier? Nochmal Corey Ensing hier. Oh, ordentlich gescheppert. Oh. Ja, da ist oben mit Reifen ist ab. Ist das hier? Ja, das ist Wehrseifen. Genau. Ja. Und damit ist auch für Corey Ensing Schluss. Hat hier auch gleich gequittet. Sergio jagt jetzt Joandra Gomez um den Kurs. Die beiden haben jetzt schon ihren Rückstand auf Shady Amat fast wettgemacht, sind nur noch 0,9 Sekunden nach vorn. Da sehen wir auch Jan Stefan, der inzwischen auf P7 hinter Shady und Barry zurückgefallen ist. Trotz allem als Gaststarter hier in dem Feld des Halbaus-Profis besteht ein tolles Rennen heute für unseren Jan. Solider Top-10-Platz inmitten der ganzen Titelanwärter hier. Und Sergio geht jetzt hier an Joandra Gomez vorbei. Nach hinten zum Tommy inzwischen schon 5 Sekunden Lücke. Sergio auch heute von ganz weit hinten gestartet und hat sich dann im wahrsten Sinne des Wortes hier durchs Feld gepflügt. Barry West inzwischen wieder auf P5 angekommen und Jan Stefan auf P7 verfolgt hier Shady Amat. Danach eine kleine Lücke zu Samuel Reimann, der jetzt so langsam von Sergio Hoffmann Besuch bekommt. Die Sahne-Abstand wieder ziemlich groß geworden nach hinten. Tommys 11. Platz inzwischen richtig stabil. Hat er sich doch was eingefangen hinter mir oder was? Ein Trümmerteil? Samuel Reimann jetzt hier ein bisschen ins Straucheln gekommen und hat hier gleich 2 Plätze verloren, ist hinter Joandra Gomez auf P10 zurückgefallen und wir hatten weiter hinten im Feld nochmal einen Zwischenfall, den wir unbedingt mal anschauen müssen. Er weiß, der war ja am Anfang unschuldig in den Unfall verwickelt. Äußerlich kaum Beschädigung. Zurück hier nochmal. Oh, das war's dann wohl, würde ich mal sagen. Ja. Das war dann, das ist ja Feierabend. Boah, da kommt gerade an die Kolopper. Ja. Oh, und jetzt geht's hier ganz vorne rund. Die Jungs konnten jetzt ihren Rückstand zu Chris Roberts eindampfen und ein Haycox ist hier auf der Töttinger Höhe auf P2 nach vorgefahren. David Acevedo liegt hier auf P3 und Cam Porter hat den kompletten Rückstand zur Spitze weggefahren. Ich sollte nicht auf den fucking Chat schauen, Und liegt hier auf dem 4. Platz. Was für ein sensationelles Rennen von ihm. Hier vorne die Plätze 1 bis 4 ganz dicht beieinander. Cam geht jetzt hier sogar auf P3 vor. Cam Porter auf P3. Hat hier David Acevedo überholt, hat hier auch die bisher schnellste Runde gerade hingebrannt. Wahnsinn, von P12 auf 3 in 3 Runden. Super gemacht. Während wir hier mal Wolfram im Bild haben, das genaue Gegenteil von P2 gestartet und liegt jetzt hier auf dem 15. Platz. Und wir hatten noch einen Zwischenfall weiter hinten, den schauen wir uns jetzt auch gleich mal an.
So, dann haben wir hier Tim Glinski. Und gleich dreht er sich, ja. Ja, das war mit Ansage. Aber der hat's gut gemacht. Der ist nirgendwo eingeschlagen. Glück gehabt an der Stelle, ne? Samuel Reimann, der letzte in den Top 10, verfolgt hier Joandra Gomez. Sergio Hoffmann inzwischen verfolgt unseren Jan Stephan. Bei seinem Vorwärtsdrang wird er über kurz oder lang auch an ihm vorbeigehen. Das sieht doch richtig geil aus, wie die Jungs hier über den Flugplatz schweben. Hier vorne Chris Roberts liegt immer noch souverän in Führung vor Ian Haycox und Cam Porter. Auf P4 David Acevedo und auf 5 Shady Ahmad. Samuel Reimann vor mir. Ja. Allerdings mit großem Abstand vorm Tommy. Hat ja auch einen schönen Kampf, letztes Rennen. War ja Tommys Titelkonkurrent letzte Saison. Ganz knapp besiegt letzte Saison. Beide haben bis zum Zielstrich des letzten Rennens Hat ganz lange oben mitgekämpft. um den Vizetitel gekämpft. War eine Wahnsinnssaison. Adenauer Forst hier und Cam Porter studiert jetzt erstmal seine Gegner vorn. Aber Cam Porter, der geigt heute richtig auf hier. Direkt vor ihm ein Haycox und Eine 606 hat er gerade hingebrettert. Wahnsinn. davor dann Chris Roberts in Front, der aber mittlerweile in Reichweite ist. 6:07 ist meine optimale Zeit, wenn ich alles hinkriege. Tommy, du machst das spitze. Ein super Rennen bis hierher. Schön konzentrieren. Wir sind ja auch schon über Halbzeit, also sind noch ungefähr 2,5 Runden zu gehen. Oh oh. Oh, eben habe ich noch gesagt. Oh nein, mit Einschlag. Heckflügel ist rum. Da ist auch Keith Turner vorbei. Zum Glück sieht so aus, ob Tommy weiterfahren kann. Heckflügel ist verbogen. Jetzt mal gucken, vorne Flügel. Hinten der Flügel ist rum, vorne ist okay. Hinten? Heckflügel ist rum, ja. Unsere Zuschauer sehen es, das Ding hat einen gewaltigen Knick in der Optik. Tommy jetzt auf P12 zurückgefallen und von hinten kommt Jason Klapper. Von hinten kommt Jason Klepper. Da hat es vor den Jungs scheinbar noch einen Zwischenfall gegeben, aber wir gucken uns jetzt nochmal den Tommys Unfall an. Das war mein Dreher. Ja. Ah, diese Bäume da immer. Ja, da hast du den Heckflügel kaputt gemacht. Ja. Und da fragst du mich noch, was mit dem Frontflügel ist. Sag mir nicht, ich soll mich konzentrieren. Oh Mann. Auto, wie funktioniert's? Oh, ich schätze, mir fehlt Endgeschwindigkeit. Hier vorne alles beim Alten, Chris Verein und Cam. Die drei können sich jetzt von David Acevedo schon ein Stück absetzen. Der fällt hier 2 Sekunden hinter dem Trio ab. Hey, die Amat hat verlaufen, Techtelmechtel gehabt, der war auf 5. Ja. Ist kurz jetzt vor mir, also ein Auto vor mir, 2 Autos vor mir. 260. Auto sieht aber noch halbwegs gerade aus beim Shady. Shady auf P10 hier zurückgefallen. Mir fehlen so 3-4 km/h, glaube ich, tatsächlich. Da werden wir uns auch gleich mal anschauen, was ihm widerfahren ist. Die Kurve geht auch noch fast voll. Chris Roberts, unser Leader, fährt hier ein super Rennen auf der Nordschleife, allerdings letzte Runde ein Stück langsamer gewesen als die direkten Verfolger hinter ihm. Glück im Unglück gehabt, schätze ich mal. Aber auch ein Haycox heute top unterwegs. Jason Klepper ist auch nicht schön, hinten einem zu haben. Vielleicht können sich unsere Zuschauer noch erinnern. Das ist der schnelle der beiden Kleppers. Im Finallauf in Aragon ist seine Hardware ausgestiegen. Hatte da ein bisschen Pech. Dafür läuft es heute umso besser. Watch out for 7. Alice Spice wird er immer noch sauer auf den Sergio und sein Manöver im Klostertal gewesen sein. Da steht einer Shady. Oh, da sehen wir auch den Rauch Shady hier, hohe 8 eingeschlagen. Ach, schade. Shady ins Dreck. Schade. Da steht er auch an der Box und stellt das Auto ab. Another one bites the dust. Wird wohl erstmal ein paar Minuten Towing absitzen und dann gucken, wie groß der Schaden ist. Vielleicht fährt er ja nochmal raus nach Reparaturstopp. Das ist echt schade, den Unfall werden wir uns jetzt gleich in Ruhe nochmal anschauen. Dadurch ist Tommy jetzt natürlich auf P11 gerutscht und Björn inzwischen hier auf P17. Die grüne Hölle fordert ihren Tribut, würde ich mal sagen. Inzwischen der Björn hier wieder auf P17 angekommen. Er fährt zwar dem Feld hinterher, aber ich würde mal sagen, Schadensbegrenzung. Der wird auch eine dicke Wut im Bauch haben. Ja. Hier ist der Unfall vom Shady, das war 4. Runde. Hat erst auch vorne mit gekämpft und dann ja. Querseifen weggerutscht, die Reifen gekocht und die Gegner gehen vorbei und ein paar Meter weiter dann endgültig verschrottet. Oder? Das Schadensmodell ist ja echt großartig. Ah, geil. Ja, also ich meine, das ist am guten Weg, ne? Aber so, zack, bom, das sieht geil aus, ne? Das ist aber genau der Punkt, wo das.
Und wie der Tommy es gesagt hat, die Nordschleife fordert ihre Opfer. Jason Klapper heute hier unauffällig auf P12, hat heute gar nicht so den Speed wie sonst. Vielleicht ist die Nordschleife ja nicht unbedingt sein Lieblingstreck. Tommy hat sich in Keith Hörners Windschatten gehängt. Okay, es gibt mir Windschatten. Allerdings fehlt ihm mit krummem Heckflügel erheblich Topspeed. Oh, da wird 270, 275. Ja, du merkst, siehst du, dass das beim Keith schleift irgendwie alles. Da zieht's Funken. Ja, das ist bei allen Autos so. Das ist, muss man drauf achten, da die schleifen alle über den Boden, da fliegen. Mir fehlt ungefähr 8 km/h fehlen mir hier, wie es aussieht. Solange es nur ein bisschen Topspeed ist, ist das noch zu verschmerzen. Ich reite nicht mehr drauf, nur noch, ja, noch nicht mal hier, ne. Die 8 km/h scheinen aber auch deinen Gegnern zu fehlen, Keith hat hier auch schon einen Zwischenfall. die um dich rum sind. Die Jungs gehen jetzt in die 5. von 6 Runden. Aber hier vorne irgendein Sieg, hier ein heftiger Dreikampf. Chris Roberts, ein Haycox und Cam Porter. Das Führungstrio ganz dicht beisammen. Die sind innerhalb von einer Sekunde alle drei. Chris Roberts, ein tolles Walter Wolf-Design auf seinem Fahrzeug. Hat einen Rutsch in der ersten Kurve wieder. Bisschen verloren. Vorsicht, bringt es heim, Tommy. Wolfram auf 14. Ja. Der war kurzzeitig auf 2. Ihr habt Wolframs Missgeschick am Anfang des Rennens ja gesehen. Hat das Auto aber dann weggefeuert leider. Jetzt geht hier Cam Porter im Angriffsmodus. Fuchsröhre ganz dicht an Ain Haycox dran. Man sieht, dass er heute mit P3 nicht zufrieden ist. Oh, das poltert und scheppert in diesem Auto, ey. Jetzt rächt sich dein Full-Motion Simrig. Ja. Adenauer Forst und die 3 Jungs jetzt hier ganz dicht beisammen. Musst du die dritten mal beiseite legen. Jetzt wird das Rennen nochmal richtig heiß hier. Ah, das ist schon geil. Ich habe Cam Porter selten hier in der Lotus 79 Serie mit so einem Zug nach vorn gesehen. Auf P4 dann David Azevedo, P5 Sergio Hoffmann und auf P6 inzwischen Jan Stefan wieder an Barry West vorbeigegangen, der hier auf P7 vor Juanra Gomez liegt, den wir auf P8 haben. Hinter dem Juanra dann eine Lücke von 1,5 Sekunden zu Samuel Reimann auf P9. Musste jetzt inzwischen nach vorne ein bisschen abreißen lassen. Hinterm Samuel 4 Sekunden Abstand dann zum letzten in den Top 10, Keith Hörner, der immer noch verfolgt wird von unserem Tommy. Und auf P12 dann Jason Klapper ist da auch noch in Reichweite, schleicht sich so langsam am Tommy ran. Solides Rennen vom Jason, allerdings hätte ich ihn ein Stück weiter vorn erwartet. Dann haben wir hier auf P13 José Munoz, dem fehlt ein Stück vom Frontflügel vorn. Er kämpft hier mit dem Wolfram von um den 13. Platz. Haben beide eine super Ausgangsposition weggeschmissen. Vor allen Dingen schade von Wolfram, der heute von P2 gestartet ist. Hinterm Wolfram dann eine größere Lücke von über 15 Sekunden zu Daniel Galles, einer der am höchsten dotierten Rennfahrer hier und heute. Hier vorne immer noch alles beim Alten. Chris Roberts jagt hier seinen Lotus um den Kurs. Hinter ihm dicht gefolgt ein Haycox und Cam Porter musste jetzt wieder ein kleines bisschen abreißen lassen. Der Abstand beträgt jetzt 1 Sekunde. Allerdings nach hinten zu David Azevedo schon ein beruhigender Vorsprung von 2,6 Sekunden. Der Klapper, der kommt immer näher geklappert. Ja. Jason Klapper hat jetzt seinen Rückstand zum Tom auf unter 1 Sekunde gedrückt und über kurz oder lang, schätze ich mal, würde auch am Tommy vorbeigehen. Gehört hier zu den Profis, ist also nicht Tommys direkter Konkurrent, sondern nur ein Konkurrent hier im Rennen. Das Trio ganz hier vorne kann sich jetzt von David Azevedo und Sergio Hoffmann immer mehr absetzen. Der Abstand nach hinten wächst immer mehr. Wir sehen es hier schon fast 3,5 Sekunden inzwischen zu David. Ein Top-Rennen von den 3 Jungs. Sieht mega geil aus, wie die hier ihren Lotus um den Kurs jagen. Cam Porter studiert hier im Pflanzgarten seine Gegner ganz genau. Ich schätze mal, da wird irgendwann nochmal ein Angriff kommen. Spätestens auf der Döttinger. Ich denke mal, Chris Robert, unser Leader vorne, der wird schon zittern. Wenn die Jungs jetzt gleich hier auf der Döttinger in seinem Windschatten sind, dann hat er eigentlich keine Chance. Das Ganze hier ist ja auch nochmal ein Reifenthema. Schauen wir mal, wer von den Jungs hier am besten mit seinen Reifen gehaushaltet hat. Sergio Hoffmann fährt jetzt hier inzwischen ein einsames Rennen. Auch hier Jan Stefan mal schnell abgekürzt hier, Bell auf S. Es wird rutschig, habe ich das Gefühl. Okay. Liegt hier auf dem soliden 6. Platz. Ein hammerstarkes Rennen hier als Gaststarter. Macht das hier super. Kleines Karussell raus. Hier hinter ihm dann Barry West, der sich die ganze Zeit mit Juanra Gomez beschäftigen muss. Die Plätze 7 und 8. Die beiden werden auch auf der Döttinger noch ein schönes Duell haben. Hinter den beiden dann eine Lücke von über 2 Sekunden zu Samuel Reimann auf dem 9. Platz.
Und Joanra ist jetzt ganz dicht in Barrys Windschatten. Da wird jetzt ein Angriff kommen. Komm schon, Windschatten! Vor den Jungs Sergio Hoffmann, David Acevedo und Cam Porter konnte die Döttinger nicht nutzen, um an einen Haycox vorbeizugehen. Nein, der Clipper kommt näher! Die Top 3 hier innerhalb von einer halben Sekunde gehen jetzt in ihre letzte Runde. Wahnsinn. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 03! So ein Scheiß! Geh weg! Und während die Jungen hier vorne die letzte Runde einläuten, verliert jetzt Tommy seinen Platz an Jason Klepper. Ah, dieser Packflügel hinten! Oh, und vorne Hohenrhein sehen wir es qualmen. Da liegt Unfall! ein Auto. Oh, da liegt Barry West. Barry West! Fällt jetzt hier hinter Tommy zurück. Ach, schade. Schade, wir schauen gleich mal, was da passiert ist. So, Barry West hier, wo sind wir hier? Ende Dottinger? Oh nein! Oh nein! Barry fährt hier in den Joanra rein und fliegt ab Feierabend. Der ist einfach... Also, oh Mann, ey. Da hat er seinen Rennen kaputt gemacht. So. Unser Björn hier einsam unterwegs auf der Döttinger P17. Dafür Tommy auf P11. Gucken, was die mal da vorne treiben, da die zwei. Jason jetzt im Angriffsmodus, versucht hier Keith Hörner unter Druck zu setzen. Die beiden rauschen jetzt hier Flugplatz raus. Ich glaube, die bauen den nicht. Die kennen ihn schon lange. Ja, die fahren gut zusammen bestimmt, ne? Die tun sich nix. Denke ich auch. Das sind alte Hasen. Keith Hörner kümmert sich ja hier bei der Organisation der Serie mit. Der wird Jason Klepper ziemlich gut kennen. Hier vorne alles wie gehabt. Ganz vorne 1, 2, 3, die sind immer noch hier 0,8 voneinander getrennt. Ich denke mal, alle drei spekulieren hier noch auf den Sieg. Und Chris Roberts wird gut beraten sein, sich Samuel Reimann auch da vorne, 4 Sekunden. vor der Döttinger zurückfallen zu lassen, damit er dann nicht auf der ewig langen Geraden zum Windschattenopfer wird. Ein turbulenter, aber wirklich vielversprechender Auftakt in die neue Saison heute, der hier gleich mit dem absoluten Mega-Hammer begonnen hat. Nürburgring Nordschleife und Lotus 79, das passt einfach. Es tut mir echt leid für die zwei, aber ich musste da jetzt einfach durch. Oh, was ist denn hier passiert? Hier liegt Keith Hörner. Oh, haben die sich jetzt abgeräumt? Ja, Oh nein, wie schade. alle beide. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das war keine Absicht. Damit jetzt beide wieder hinterm Tommy zurückgefallen, der allerdings hier einen kaputten Heckflügel hat. Also sehr ärgerlich, das tut mir leid für die zwei. Ach, da hat der Kisana sein Auto verloren. Jason Klepper, Kisana. Wo ich dir gesagt habe, die fahren sich niemals in die Kiste, aber das war ja nicht mit Absicht. Ja. Da kommt er ja wieder auf den Curb und dann dreht er sich ein und wow, nochmal Glück gehabt. Aber wir sollten aufhören, über irgendwelche Dinge zu sprechen, weil die treten in Erfüllung. Da hat Tom Boyd wohl recht. Ein turbulenter Auftakt, also. Wir haben ja auch bei ihm vorhin übers Konzentrieren gesprochen und schon schmeißt er die Kiste in die Bande. Der Saisonauftakt hier, der verspricht eine wahnsinnig heiße Saison. Also, Das kann man wohl laut sagen. muss man sagen. Aber der Klepper ist wieder 1 Sekunde hinter mir, ne? Der scheint das irgendwie gut überstanden zu haben. Kann das? Das kann sein. Ja. Ich bin jetzt gerade hier vorne bei der Spitze, weil hier Chris Roberts und ein Haycox kämpfen hier um den Sieg. 0,2 Sekunden voneinander getrennt. Und natürlich mischt hier vorne auch noch Cam Porter kräftig mit. Oh, Cam Porter lässt hier fliegen. Der heute hier irgendwie Feuer und Flamme ist und einen Zug nach vorne hat, wie ich ihn bisher selten gesehen habe. Ein ganz starkes Rennen, hat sich von hinten nach vorne gekämpft und hat hier sogar noch Chancen auf den Sieg. Ein irres Rennen heute hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist Simracing auf ganz hohem Niveau hier auf unserer Nordschleife. Oh, jetzt geht der Camp durch. Ein entschlossenes Überholmanöver. Ein kleiner Wackler, ein Haycox. Blitzsauber durchgezogen, Hut ab, das war ganz stark gemacht. Oh, Ich schätze mal, da war aber auch ein bisschen überrascht und Cam hat das eiskalt ausgenutzt und hat sich sofort ein kleines bisschen vom einen Haycox absetzen können. Verfolgt jetzt hier Chris Roberts, damit er dann auf der Döttinger noch in seinem Windschatten dran ist. Da bin ich mal gespannt, es gibt jetzt hier ein ganz heißes Finale. Soll ich den ignoren? Tommy wird über kurz oder lang seinen 9. Platz noch an Jason Klepper verlieren. Er wird spätestens auf der Döttinger Höhe aus seinem Windschatten raus an ihm vorbeigehen. Top 10 Platz zum Saisonauftakt, das ist doch mal der Hammer. Samuel Reimann vor ihm außer Reichweite, 4,5 Sekunden weg. Der geht sowieso Döttinger Höhe an mir vorbei, wenn er sich nicht das Auto kaputt gefahren hat, aber eben Kesselchen war der auch schon schneller. Und auch Jan Stefan muss hier um seinen grandiosen 6. Platz auf der Döttinger noch zittern, denn Joanra Gomez ist direkt hinten dran.
muss man sagen, ein mega starkes Rennen von unserem Gaststarter. Hier direkt bei seinem Heim-Grand Prix. Jan Stefan hat es hier souverän und spitze gemacht bis hierher. Und ich hoffe ganz sehr, dass wir ihn jetzt hier öfters mal in der Serie sehen. Joanra drückt aber hier auf den letzten paar Metern auch gewaltig. Jan muss alles aus seinem Lotus rausholen. Und unsere zwei Jungs hier jetzt auf den letzten paar Metern. Hier haben wir unsere zwei Protagonisten mal eingeblendet, damit unsere Zuschauer die Jungs mal live verfolgen können jetzt hier. Ich glaube, Chris Roberts weiß schon, was ihm jetzt hier auf der Dettinger blüht. Und Cam Porter hoch konzentriert. Beide gehen jetzt hier Galgenkopf raus. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hier Cam Porter auf der Dettinger Höhe. 0,1 Sekunden an Chris Roberts hinten dran im Windschatten. Und Cam nutzt jetzt hier jeden Zentimeter Windschatten. Und Chris wird da verzweifeln. Jan Stefan! Da geht Cam Porter auch aus dem Windschatten raus. Hat auch noch überholt. Oh nein, der Jan hat einen Unfall. Das schauen wir uns aber später mal an. Jetzt erstmal hier Cam Porter. The winning overtake? Fragezeichen. Oh, Scheiße! Hohenrhein-Schikane. Boah, und da hat er es geschafft. Wahnsinn. Oh, Cam Porter hat überholt. Hohenrhein-Schikane. Da ist Chris aber auf den Bordstein gekommen und hat etwas Die gelupt. letzte Kurve. Cam Porter gewinnt. Oh, no. Chris Roberts ein Wahnsinn. Bring it in! Won it! Yes! That was my best race in ages. Holy crap! I went from 12th on the grid. Wahnsinn, was für eine tolle Leistung. Aber auch Chris Roberts ein Mega-Rennen. All right, well, car 11 in second place. I'm not going to I argue don't with know if that. there's anything more than 2 thumbs up that you can Best give me. result would have That been was first my place, best but race. that's still pretty good. We come home with Tommy, Yeah. Gratulation. That was intense. Platz mit Gruppen Auto. Wow. I'm 9. really Platz. exhausted though. Aber auch Chris Roberts hier, toller Sportsmann, freut sich über seinen zweiten Platz. Irgendwann hin Ziel kommen. My hands are shaking too. Hier, da ist der Jan Stefan. Und er war ein bisschen zu energisch. Und dann hat er eigentlich nur beim Rückwärtsrangieren. Hat er sich nur Eckflügel kaputt gemacht. Ja, wieder dran gezaubert. Oh, Björn fast aufs Auto weggeworfen hier. Schwedenkreuz. Das war Galgenkopf, Schwedenkreuz ist am anderen Ende der Strecke. Schwedenkreuz ist der nee. gerade. Er ist jetzt hier links raus. I don't even know what to say. I'm speechless. Letzte Wow. Kurve, da fast die Galgenkopf. What a ist das. race. Galgenkopf so rum, ja. Oh. Die Kiste, die ist auch ziemlich schief, aber er fährt noch ein Ziel. Ich denke mal, der wird 12. Alright, well, Eins? I might just try to go over to GSRC and get an interview for that. Dang. Wir schauen mal. Oder 16. 15. 16. sind wir. Und da kommt auch unser Björn so langsam Richtung Ziellinie. Ich glaube, der wird richtig bedient sein. Ja, war Bande. Irre. Moment Ein zwischendurch. Mega geil. Auf Cam jeden Porter Fall. hat in der Hohenrhein-Schikane sich den Sieg geholt. Krass. Wow, Björn nach dem Zielstich das Auto in die Mauer gefeuert. Oh, scheiße. Oh So. Mann. Ja, wo soll ich mich hinstellen? Lass mich mal überlegen. Irgendwo. Ich glaube, ich stand hier. Hier stand ich irgendwann mal. Ich glaube, ich parke das Auto hier. Ja. Bei 77. Das ist meine Lieblingsnummer. SOS. Kannst du anrufen. 0800 302 112. So. Alter Verwalter, das war ja irre. Ein Wahnsinns-Saisonauftakt. Das war ja Nein. irre. Leider nicht für unseren Björn, der ist total bedient. Irre, Tommy, das war ein wilder Ritt. Ja. Auf jeden Fall ist mir einmal das Herz ordentlich in die. Mit viel Glück in die Top 10. Ja, hier ist Nummer 7. Wer ist denn Nummer 7? Der kriegt jetzt ziemlich Ärger. Der Hoffmann. Ja, hier sagt auch der Alice Spice, watch out for 7. Und da sagt der Björn hier 7. Und dann Alice, genau, you can't just cut across like that. Also die Nummer 7, wer ist das denn hier? Tommy, ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal von unseren Zuschauern. Es war ein turbulanter Auftakt. Trotzdem die Punkte gesichert. Sergio Hoffmann. Vielen Dank an Ja, alle, die uns die Daumen gedrückt haben und heute bei diesem Wahnsinnsrennen mit dabei waren. ja, Und ich würde ja. sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
So, liebe Zuschauer, das war doch mal ein wilder Auftakt. Ein Wahnsinns-Finish, auch von unseren beiden Führenden. Tommy relativ vernünftig ins Ziel gekommen, nur unser Björn hatte mal wieder Pech. Schade. Nichtsdestotrotz freuen wir uns aufs nächste Rennen Suzuka und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.